Okay, daher als nächstes die Verkabelung außerhalb vom Schaltschrank, also vom ganzen Portal ansteht und unter anderem auch vom Plasmaschneider an sich. Da werde ich jetzt anfangen, mir da mal eine kleine Hilfsschaltung zu bauen. Also im Normalfall schließt man dieses Interface-Modul, das bei diesem MyPlasma-Controller dabei ist, MyPlasma-Controller an, und hier steuert man dann den Plasmaschneider mit so einem Relais on-off. Dann kann man hier noch fürs Ohmic Sensing, also das Antasten vom Material, was anschließen und noch die THC-Spannung abgreifen für die Höhenkontrolle. Jetzt gibt es natürlich Plasmaschneider, die können das. Ich mache das Ganze jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, mit einem Billig-Plasmaschneider. Ich werde da diesen Parkside Lidl Plasmaschneider verwenden. Und da ich diesen Parkside Plasmaschneider verwende, muss ich mir jetzt eben noch eine Schaltung bauen. Das sind jetzt zwei oder mehrere Probleme. Einmal, der Plasmaschneider, der kann nur eine Kontaktzündung. Also wenn er quasi mit der Elektrode vorne aufs Material trifft. Wenn man den kann man umrüsten, da gibt es auch Videos, dass man den auch mit Pilotzündung betreiben kann. Da ist allerdings das Problem, dass bei dieser Pilotzündung ziemlich viel Strom über dieses Pilotkabel zurückfließt. Also wenn man quasi nicht am Material schneidet, sondern einfach nur quasi zündet in der Luft und dieser Pilotlichtbogen da ist, dann fließt ja der komplette Schneidstrom über dieses Pilotkabel zurück. Plasmaschneider, die dafür vorgesehen sind, dass sie mit Pilotlichtbogen betrieben werden, die haben interne Schaltungen, dass dieser Strom begrenzt wird und nach einer Zeit, glaube ich, auch abgeschalten wird. In meinem Fall wird halt komplett einfach unbegrenzt da der Schneidstrom drüber fließen. Das mag kurzzeitig auch kein Problem sein, aber auf Dauer denke ich, ist da einfach diese kleine Pilotleitung dafür nicht gemacht. Ich habe jetzt hier mal einen Brennerkopf. Da wäre hier zum Beispiel der Anschluss für diesen Pilotlichtbogen. Da, wenn man einfach ein Kabel eben wegmacht und das an der Masse vom Plasmaschneider anschließt, also an der Materialklemme quasi, dann kann man eben auch diesen Parkside Plasmaschneider mit Pilotlichtbogen betreiben. Genau, und um die Verbindung eben nach einer gewissen Zeit wegzuschalten, werde ich da ein Zeitrelais mit reinbauen, damit es eben einfach zeitlich begrenzt ist. Dann das nächste Problem ist, bei meinem Brennerkopf, also das ist jetzt ein anderer, aber der ist ziemlich ähnlich zu dem, den ich verbaut habe, vom Aufbau her, ist das Problem auch, wenn man da eben dieses Ohmic Sensing oder dieses Ohmic Shield anschließen will, dass es nicht dafür vorgesehen ist. Bei diesen teureren Plasmaschneidern, die haben so ein Ohmic Shield noch außen dran, dass die, wenn die ihr Material antasten, dass die eben, ja, dass das halt dann funktioniert, dass man halt hier eben mit dem Ausgang Ohmic oder Eingang Ohmic Shield eben hier an dieses Ohmic Shield rangeht. Die Brennerköpfe haben jetzt kein Ohmic Shield. Deswegen, ich werde den Anschluss für das Ohmic hier vorne eben an dieser Düse mit anschließen. Und was da das Problem dabei ist, diese Düse hat über den Pilotanschluss Verbindung zu Masse, also zum Plasmamaterialklemme. Das heißt, da wäre jetzt dann immer eine Verbindung da, auch wenn das Bauteil nicht berührt.
Und das ist nun der weitere Grund, warum ich eben hier mit der Schaltung, sobald der angetastet hat, die Verbindung eben hier wieder getrennt werden muss. Ob das Ganze so funktioniert, ich hoffe. Gucken wir mal. Die Schaltung, also das ist die Schaltung, die sich da dahinter verbirgt, oder wo ich mir überlegt habe, wie das funktionieren könnte. Ich werde jetzt gleich Schritt für Schritt durchgehen, bloß mal zu den Komponenten. Das ist eben hier vorne einmal das Interface-Modul vom MyPlusn. Dann einfach so ein Schütz. Dann hier nochmal ein Schütz mit Öffner. Dann hier noch ein Schütz. Ne, das kommt hierher. Das ist das Zeitschütz. Und hier hinten habe ich noch eins bestellt, das 40 Ampere schalten kann. Ja, einfach so ein bisschen aus Bedenken wegen dem hohen Strom, der über dieses Pilotkabel eben zurückfließen könnte. Also ich versuche jetzt mal das Ganze zu skizzieren, wie das ablaufen soll oder wie ich es mir vorgestellt habe. Also zum Zeitpunkt T0, das heißt, der Plasmaschneider steht einfach in der Luft, oder der Brennerkopf steht in der Luft und die Anlage ist einfach eingeschalten. Und in dem Fall ist das Schütz hier schon angezogen, weil es eben hier über diesen Öffner Verbindung zu L und N hat. Und dadurch wird das Pilot-Lichtbogenkabel eben einmal hier über den Schließer, der angezogen ist, hier weitergeleitet. Da passiert jetzt erstmal noch nichts, da das Schütz noch nicht angezogen ist. Aber über diese andere Verbindung hier geht das Ganze zum K1 über den Öffner, der noch zu ist, und auf den Ohmig-Eingang vom Interface-Modul. Und ja, die Masseverbindung zum Plasmaschneider besteht auch schon. Und somit, wenn jetzt der Brennerkopf runterfährt und auf Material trifft, kann eben über diese Verbindung das Material angetastet werden. Die eigentliche Verbindung für den Pilotlichtbogen ist jetzt hier noch unterbrochen eben. Das wäre dann eben hier diese Verbindung zur Masse. Das ist jetzt der nächste Schritt, T1. Also von T0 nach T1. Der Brennerkopf ist nach unten gefahren und hat bei T0 eben die Möglichkeit, durch die Verbindung das Material anzutasten. Sobald er das gemacht hat, fährt der Brennerkopf hier wieder nach oben in seine Zündposition, also ein paar Millimeter über Material. Und sobald er dann zündet, wird ja quasi hier dieses Plasma-Start ausgelöst vom Interface-Modul. Und sobald das Plasma-Start ausgelöst wird, zieht das Schütz 1, also K1, an. Das unterbricht dann eben diese rot eingezeichnete Verbindung hier, um eben diesen Ohmig wegzuschalten. Dann wird noch hier der Schließer geschlossen, also der blaue Verlauf. Das ist vom Plasmaschneider-Eingang, der On-Schalter. Der Kreis schließt sich dann, oder würde sich dann hier schließen, im nächsten Zeitpunkt dann. Aber wir betrachten das jetzt mal so, als wäre das Schütz jetzt noch nicht angezogen. Also wir waren jetzt hier, das heißt der On-Kreis wird schon fast geschlossen.
Dann geht auch der Schließer hier zu. Der schaltet K2 ein. Durch dieses K2 geht jetzt eben diese Verbindung hier zu, die vorher noch offen war, die den eigentlichen Pilotstrom oder die Pilotverbindung zur Masse verbindet. Das heißt, der Brenner könnte jetzt quasi seine Pilotzündung aktivieren. Das Schütz wiederum schaltet dann noch dieses Schütz und dieses Schütz ein. Und was da dann passiert, schauen wir uns jetzt dann im nächsten Zeitschritt an. Okay, wir waren beim Zeitpunkt T1. Die beiden Schütze werden bestromt. Und daraus folgt jetzt das hier, Zeitpunkt T2. Wenn das Schütz hier bestromt wird, geht der Schließer hier sofort zu und der On-Kreis vom Plasmaschneider, also der Einschaltkreis oder der Einschalter, ist quasi geschlossen. Das heißt, der Plasmaschneider startet mit dem Schneiden oder zündet. Dieses zweite Schütz hier wird jetzt ja zeitgleich mit dem hier bestromt, aber das ist eben hier dieses Zeitrelais. Sagen wir mal, da ist jetzt eine Sekunde Verzögerung eingestellt. Das heißt, der Öffner ist noch nicht offen. Denn sobald die beiden bestromt werden, dauert es noch eine Sekunde oder je nachdem, was man einstellt, bis dieser Öffner aufgeht. Das heißt, der Brenner ist jetzt auf Schneidposition. Der Kreis hier hat sich geschlossen, der blaue. Das heißt, der Brenner zündet und der Pilotlichtbogen steht. Und wenn er aufs Material trifft, dann steht der Schneidlichtbogen. So, im nächsten Zeitschritt, T3 dann, ist jetzt eben diese Sekunde um und der Öffner geht auf. Okay, Zeitpunkt T3. Wie gesagt, die Sekunde von dem Relais, diese Einschaltverzögerung, die ist um. Das heißt, der Öffner hat aufgemacht und hat somit dieses letzte Relais abgeschalten, wodurch dann die Verbindung vom Pilotkabel, also vom Brenner quasi, von diesem Pilotanschluss im Brenner, hier unterbrochen wird. Der Brenner hat ja gezündet und hat einen Lichtbogen aufgebaut und der Schneidstrom ist jetzt übers Material gegangen und ein Teil auch eben über diese Pilotverbindung, solange die noch nicht abgeschalten ist. Ich habe das auch mal gemessen. Wenn man eben diesen Umbau macht von Plasmaschneidern, die eigentlich keinen Pilotlichtbogen haben, auf Pilotlichtbogen, dann fließt da ziemlich genau die Hälfte vom Pilot oder vom Schneidstrom über dieses Pilotkabel wieder zurück. Das heißt deswegen, sobald gezündet ist und der Schneidvorgang gestartet ist, eben diese 1 Sekunde Verzögerung oder je nachdem, das kann man ja dann einstellen, wird diese Verbindung unterbrochen und somit geht der komplette Strom vom Plasmaschneider dann eben über den Brenner und übers Material. So, angenommen, der Schneidvorgang ist jetzt beendet. Das heißt, das Interface-Modul schaltet hier dieses Plasma-Start ab. Das heißt, hier quasi dieses Relais, das interne oder diese Verbindung wird abgeschalten und das ist dann Zeitpunkt T4. Also Zeitpunkt T4. Der Plasma-Start hat sich abgeschalten. Das heißt, das Schütz fällt ab, das Schütz fällt ab, das Schütz fällt ab und das Schütz fällt ab. Somit ist hier eben beim Plasmaschneider-Eingang dieser On
wieder deaktiviert. Und ja, die Verbindung ist dann auch unterbrochen. Also zweimal, leicht zeitverzögert, weil er zuerst das abschaltet und dann die nächsten. Und das Schütz fällt auch ab und somit geht dieser Öffner wieder zu. Und das heißt, das letzte Schütz zieht wieder an und stellt wieder die Verbindung vom Pilotanschluss zu dem Ohmig-Eingang vom Interface-Modul her. Und somit kann der Brenner quasi an einer neuen Position wieder antasten. Ja, so viel in der Theorie. Ob das in der Praxis auch funktionieren wird, wird sich herausstellen. Wie gesagt, zu den Komponenten, ich verlinke die auch wieder. Hier hinten habe ich ein größeres Schütz genommen, da er den Pilotstrom abschaltet. Ich glaube zwar nicht, dass da viel zusammenkommt, weil Plasmaschneider kann nur 40 Ampere oder so. Und sollte da wirklich die Hälfte davon über die Pilotverbindung fließen, müsste er nur 20 abschalten können. Aber werden wir sehen. Das Zeitrelais, das K4, verlinke ich auch. Kann man eben die Zeiten hier einstellen. Ja, wie man will, ist übertrieben, aber relativ beliebig. Da steht jetzt was von 0,6 Sekunden bis 6 Sekunden in der kleinsten Einstellung. Mal schauen, wie viel ich da brauche. K1 und K2 verwende ich hier die Schütze. Die habe ich mal bestellt, weil die auch Öffner mit drin hatten und ich hatte die Schaltung am Anfang ein bisschen anders geplant. Deswegen hier auch einer mit Öffnern, aber spielt ja keine Rolle, brauche ich nur die 2 Schließer. Und bei K3 hier wieder diese 0815 oder diese Standard-Schütze. Die verlinke ich auch wieder. Die kriegt man eigentlich alle relativ günstig. Die habe ich teils bei eBay, teils bei Amazon bestellt. Ich glaube, da lag eins jeweils bei 10 Euro. Außer die hier, die kriegt man, ja, ich glaube im 10er-Pack irgendwie schon für irgendwie 30 Euro oder so. Gebraucht aber allerdings. Und die lagen neu, jeweils beim 10er circa. Unterbringen werde ich die ganzen Bauteile hier in so einem Schaltkasten. Einfach so ein 0815 Schaltkasten. Verlinke ich auch wieder. Und den werde ich dann unten eben in das Gestell vom Schneidtisch irgendwo montieren. In der Nähe vom Kabelschlepp von der langen Achse. Und dann auch wieder entsprechend Durchführungen für die Anschlüsse machen. So, ich habe jetzt schon mal die Komponenten eben auf der Grundplatte befestigt. Mit so einer Hutschiene wieder. Ein paar Klemmen noch drauf gemacht. Und jetzt werde ich dann das Ganze verdrahten. Und unten hier noch so Durchführungen anbringen. Das Interface-Modul, das werde ich hier quasi auf die Unterseite von dem Deckel befestigen. Kann man auch mal kontrollieren, ob was die LEDs halt so anzeigen. Da mache ich wahrscheinlich bloß einen Kabelbinder oder was, 2 Löcher durch den Deckel bohrt. Muss ich mal gucken, wie ich das festmache. Genau, also im nächsten Schritt eben das Ganze verdrahten. Ich werde mir da auch einen Halter noch dafür bauen. An der Rückseite von dem Kasten werde ich noch so eine Doppelsteckdose montieren, an der ich dann den Plasmaschneider anstecken kann, dass der auch Saft hat. Und zur Befestigung, also ich werde das ganze Teil hier befestigen.
Also hier ist ja der Schaltschrank, der PC. Für den Plasmaschneider werde ich mir hier unten auch irgendwie ja, wieder so L-Profile wahrscheinlich reinschweißen, dass der drauf steht. Und den Kasten werde ich dann irgendwie hier mit ein bisschen Abstand montieren. Dann kann ich eben, wenn ich hier mit den ganzen Leitungen raus und rein gehe, hier direkt ins Kabelschlepp reingehen. Vielleicht nochmal kurz zu der Schaltung an sich. Also den ganzen Spaß hätte ich mir erstens sparen können, wenn ich mir einen passenden Plasmaschneider gekauft hätte. Ich hätte es mir aber auch sparen können, wenn ich einmal dieses Ohmig antasten nicht verwendet hätte, sondern ich hätte ja auch einfach eben hier nur diesen Schalter hier verwenden können zum Antasten. Aber ich wollte es eben, da das Teil das schon kann, deswegen wollte ich das auch verwenden. Und wenn ich die Schaltung nicht machen würde, dann müsste ich halt auch damit leben, dass wenn ich eben mit Pilotlichtbogen arbeite, dass der dann auch während dem Schneidvorgang teilweise über das Pilotkabel zurückfließt. So, ich habe jetzt den Kasten hier unten schon mal befestigt. Da habe ich einfach die 2 Löcher hier genommen, die schon in dem Profil drin waren, habe Gewinde reingeschnitten und mir einfach so einen Halter zusammengeschweißt, wo ich den Kasten eingemacht habe. Da eine Zuleitung hin, wo ich das Ganze mit Saft versorge. Da noch eine Brücke eben auf die 2 Steckdosen auf der Rückseite. An der einen stecke ich den Plasmaschneider an und die andere einfach so als Reserve. Ja, zu dem Kasten, das kann man schlecht erkennen, zeige ich da nochmal ohne Deckel. Das ist wie gesagt diese Anpassschaltung, da ich ja eben den Parkside Plasmaschneider verwende. Und eben hier die Schaltung, um das Pilot-Lichtbogenkabel nach einer Sekunde wegzuschalten. Und eben für diese Anpassung von den Ohmig Sense. Ja, wie gesagt, ich habe das für mich so gemacht, als Umbau eben für meinen Plasmaschneider. Wie auch schon erwähnt, ist es gefährlich mit den Spannungen, mit höheren Spannungen zu hantieren, auch mit dem Plasmaschneider. Also nicht nachmachen, ich zeige hier nur, wie ich das gemacht habe und wie ich das verwenden werde. So, ich habe jetzt den Deckel mal nochmal abgemacht. Zur Befestigung von dem Interface-Modul, da habe ich einfach so einen Streifen Klett drauf gemacht und bei dem Deckel auch so einen Klettstreifen rein und den mache ich einfach dann mit dem Klett auf der Innenseite von dem Deckel fest. Dann sehe ich auch immer hier die LEDs und ja, man kommt noch gut hin. Da fehlt jetzt hier noch der Anschluss, der RS485 Anschluss. Der werde ich wieder ein Netzwerkkabel nehmen, ein altes, das hier anschließen, durch diese PG-Verschraubung durchgehen und mit dem Kabel dann eben in den Schaltschrank. Ansonsten fehlt jetzt hier unten noch das Pilot-Lichtbogenkabel vom Brenner. Da werde ich einfach mit dem Schlauch vom Kabelschlepp dann rausgehen und hier rein und aufs Schütz. Dann hier habe ich wieder so einen Schraubverbinder reingemacht. Da werde ich eben auf den Plasma On hier gehen, also auf den Eingang vom Plasmaschneider zum Einschalten vom Lichtbogen. Dann habe ich noch 2 Durchführungen hier. Da werde ich einmal eben hier noch eine Klemme hermachen beim Brenner, also beim Minusanschluss hier, einfach für die THC zum Messen für die Lichtbogenspannung. Und dann noch die Durchführung hier, da werde ich eben hier unten rausgehen und auf die Masse hier vom Plasmaschneider mit drauf gehen. Das wäre dann die ganze Schaltung. Ach ja, und hier unten habe ich mir auch wieder einfach mit so L-Profilen
ja, so ein Gestell reingeschweißt, wo man halt den Plasmaschneider oder noch irgendwie was anderes drauf abstellen kann. Das Kabel, also Luft- und Stromkabel, das quasi zum Brenner geht, also der Anschluss für hier, das werde ich auch wieder verlinken, also mit dem ich quasi hier vom Plasmaschneider rausgehe und ins Kabel schleppe und zum Brenner eben vor. Da habe ich mir bei eBay, glaube ich werde es verlinken, mir wieder einfach so einen Brenner gekauft mit Kabel, einfach weil es gleich günstiger war als ein einzelnes Kabel. Und da war auch gleich ein Kabel für diesen Anschluss mit dabei, das kann man da verwenden. Und genau, da habe ich glaube ich 5 Meter bestellt, was recht knapp worden wäre, glaube ich. Aber ich habe es irgendwie zu lang bekommen. Ich glaube, die haben mir 7 Meter geliefert. Aber das macht ja nichts. Das Kabel zeige ich dann später noch, wenn ich dann alles zusammen angeschlossen habe.